Hallo, ich bin Anna Huber und beantworte heute wieder ein paar Fragen an die Kunst. Heute geht es um das Gemälde des britischen Künstlers Francis Bacon, Studie für die Kinderschwester aus dem Film Panzerkreuzer Potjomkin von 1957, das ihr natürlich in der digitalen Sammlung finden könnt. Ein unheimliches Bild, eingesperrt in diesem leuchtend grünen Raum, ein menschenähnliches Zwitterwesen mit einem zum Schrei geöffneten Mund. Zu der verstörenden Bildwirkung will der sachliche Titel Studie für die Kinderschwester in dem Film Panzerkreuzer Potjomkin nicht wirklich passen. Und er verdreht auch eine zeitliche Logik, denn diese Studie ist 1957 entstanden, also lange nach dem berühmten Propagandafilm von Sergei Eisenstein. Der wurde nämlich 1925 zum 20-jährigen Jubiläum der russischen Revolution gedreht. Wer den Stummfilm kennt, wird die Szene nicht vergessen können. Das Gesicht einer tödlich verletzten, schreienden Kinderfrau während des Angriffs auf Odessa. Kosaken des Zaren schießen die schutzlose Bevölkerung nieder. Das Gesicht wird zum Sinnbild der Unmenschlichkeit im russischen Kaiserreich. Der zerbrochene Zwicker der Frau über ihrem blutenden Auge. Ich glaube aber nicht, dass sich Bacon hier für die Erzählung oder politische Message der Filmszene interessiert. Er benutzt bewusst ein ikonisches, kollektiv erinnertes Bild eines stummen Schreis, eines menschlichen Gesichts, das sich spontan entlädt oder sogar auflöst. Naja, die Frage, ob Künstler des 20. Jahrhunderts ihr eigenes Seelenleben auf die Leinwände projizieren, die wird häufig gestellt. Das, was man hier als verstörend oder qualvoll wahrnehmen kann, das ist aber ganz sicher keine Inszenierung der psychischen Verfassung oder gar Krankheit des Künstlers. Bacon hat sich selbst als Medium bezeichnet und er meinte damit seine Fähigkeit oder Sensibilität, bestimmte menschliche und gesellschaftliche Energien wahrzunehmen und sie ins Bild zu bannen. Und er hat beispielsweise die Bildformel des Schreis viele Male in Serien von Gemälden variiert, hat sich arbeitend und suchend auf dieses haltlose Motiv eingelassen. Dabei ließ sich Bacon vom Zufall inspirieren. Geriet sein Arbeitsprozess im Stocken oder zweifelte er am Status quo eines Bildes, warf er mit Farbe gegen die Leinwand, um sie dann mit dem Messer wegzukratzen, mit dem Kamm zu strukturieren oder mit dem Lappen zu verreiben. Wenn ihr genau hinschaut, erkennt ihr die Spuren dieser Vorgehensweise ganz deutlich, gerade im Bereich der Figur. Bacon war überzeugt, diese Verzerrungen oder Verletzungen, auch die Willkür im Malprozess, die verliehen seiner Kunst erst Realität. Ist das wirklich eine Schaukel? Klar ist, wir erwarten, dass das schaukelartige Gebilde sich bewegt. Es unterstreicht die Illusion der Dreidimensionalität dieses käfighaften Raumes. Der Eindruck eines Käfigs, der verstärkt sich übrigens noch, wenn man hoffentlich bald wieder im Städel-Museum vor dem Gemälde steht. Denn auf Anweisung des Künstlers hängt es hinter einer Glasscheibe. Die bildet eine sichere Grenze zwischen uns und dem Bildraum und seinem schreienden Bewohner. Sie ist aber auch so etwas wie eine Membran, eine durchsichtige Membran, die die Künstlichkeit des Bildes unterstreicht. Aber was ist dann die in rosa, rot, schwarz-weiß und Grüntönen gestaltete Erscheinung in der Bildmitte? Ist das eine menschliche Figur oder eher ein Zufallsprodukt aus tollen Farben? Und ist sie oder es nicht auch im Prozess der Bewegung, im lebendigen Werden und Auflösen begriffen? Bacons Werke, die drehen sich um die Wirkmacht von Bildern, um das Binden und Freiwerden von physikalischen und psychischen Kräften. Und anders als viele Kunstwerke des 20. Jahrhunderts sprechen sie weniger unseren Intellekt, den Verstand an, sondern unmittelbar unser Nervensystem, das Fleisch des Betrachters. Naja, mal ganz platt gesagt, wir kennen wohl gerade alle das Gefühl, einfach schreien zu wollen. Aber Bacon geht es, wie gesagt, ja um mehr als die Darstellung von menschlicher Angst oder Zerrissenheit. Seine Gemälde berühren etwas, was man als Kontingenz bezeichnen kann. Sie lassen Zufall, Willkür, die ständige Veränderung als treibende Kraft unserer Wirklichkeit zu. In der Corona-Krise sind wir mit der Einsicht konfrontiert, das, was uns sicher und dauerhaft erscheint, kann sich rasant ändern und der Mantel der Zivilisation ist dünn. Angesichts des schaurig schönen Gemäldes von Francis Bacon ahnen wir, dass diese Einsicht nicht ganz einfach ist.